Hey, der Hannes von Werde Musiker hier. Schön, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute 3 coole Licks für die Gitarre zeigen, damit du richtig Eindruck schinden kannst und ein paar richtig geile Ideen hast für dein nächstes Solo. Und nicht lange schnacken, wir legen direkt los. Ich empfehle dir nur in der Videobeschreibung, ja, hier unten mal reinklicken, nach meinem kostenlosen Crashkurs zu schauen. Der wird dir im Prinzip das, was wir jetzt hier lernen, oder eine Grundlage dafür mit auf den Weg geben für das, was wir jetzt auch hier lernen. Egal, ob du jetzt hier mit einer E-Gitarre oder einer akustischen Gitarre unterwegs bist, es lohnt sich da vorbeizuschauen und wir legen los jetzt hier mit unseren coolen Licks. Los geht's! Also ich habe gerade im Intro die Sachen schon mal angespielt und es waren im Prinzip folgende 3 Licks. Ja, das war Nummer 1 und dann habe ich Nummer 2 gespielt und dann ein schnelles Lick, was man auch im Prinzip sehr einfach erweitern kann, wenn man einmal da auf der Geschwindigkeit ist. Und da kann ich im Prinzip immer weiter dranhängen und diese schnelle Passage beliebig verlängern, bevor ich dann irgendwann in das Bending da reingrätsche. So, alles spielt sich hier in der D-Moll Pentatonik ab. Kurz mal hier nochmal zum Check für die, die nicht wissen, wo die liegt. Das ist die erste Lage der Pentatonik und wir beschäftigen uns aber nur mit den Tönen, die wir hier auf der E-, H- und G-Seite befinden und das sind folgende, nur mal kurz zusammengefasst: 13. Bund und 10. auf der E-Seite und 13. und 10. Bund auf der H-Seite und 12. und 10. Bund auf der G-Seite. Alteriert wird das Ganze dann noch durch Bendings, ja, wo wir im Prinzip die Töne nochmal verändern, aber wir bleiben hier auf diesen 6 Tönen erstmal. Und jetzt war das erste Lick folgendes: Wir starten hier im 12. Bund auf der G-Seite mit dem Ringfinger und haben den Zeigefinger hier plattgelegt im 10. Bund auf der H- und E-Seite. Und jetzt schlagen wir hier die G-Seite an, machen ein Ganzton-Bending, das heißt, wir müssen den Ton so in unsere Richtung schieben, oder die Seite besser gesagt. Ja, das ist die erste Herausforderung. Den Ton, den wir nämlich dann auf der H-Seite spielen, ist dann nämlich der gleiche. Guck mal. Das ist nämlich dieser coole Effekt daran, dass du jetzt quasi zweimal hintereinander den gleichen Ton spielst, aber der erste wird eben so angeschmiert von unten sozusagen. Und dann der letzte Ton ist der im 10. Bund auf der E-Seite. Das machst du 4 Mal insgesamt. 1, 2, 3, 4. Und dann mache ich das hier mit dem Ringfinger. Ein Bending, und zwar im 13. Bund auf der H-Seite. Und auch wieder einen Ganzton. Also, ich fange an mit einem Abschlag. Aufschlag, Abschlag. Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Schlag, Aufschlag. Wieder ein Abschlag. Also immer Wechselschlag. Egal was kommt, immer runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Erstmal wirklich langsam dieses Muster dir einprägen. Auf dem Bending hier am Schluss kann man auch noch ein Vibrato machen, damit es besonders wild klingt. Kommen wir zum nächsten Lick. Lick Nummer 2.
Da fangen wir hier im 10. Bund auf der E-Seite an, mit dem Abschlag. Mit einem Aufschlag. Dann in den 13. Bund auf der H-Seite, 10. Bund G-Seite. Ja, so. Und dann wieder Bending im 12. Bund auf der G-Seite. Dann 10. Bund H-Seite, 10. Bund E-Seite und wieder Bending und Vibrato im 13. Bund auf der H-Seite. Also ähnelt dem ersten Lick ein wenig an der Stelle. Also nochmal, 10. Bund E-Seite geht's los. Kannst auch mit dem kleinen Finger das Bending machen, wenn dir das leichter fällt. Sorry. So, nochmal das erste. Zweite. Und kommen wir jetzt zum dritten Lick. Das spielt sich erstmal nur auf diesen 4 Tönen hier ab. 13. Bund E-Seite, 10. Bund E-Seite und 13. Bund H-Seite und 10. Bund H-Seite. Ja, und dann wechselt es immer. Das ist erstmal wichtig, diesen Ablauf gut reinzukriegen, auch mit Wechselschlag alles. Das heißt, mit dem Abschlag fangen wir an. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dann machst du nochmal 13., 10. Bund E-Seite und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und irgendwann baust du einfach wieder ein Bending im 13. Bund auf der H-Seite ein. Also, nochmal das Ganze in langsam. Ja, also du kannst das im Prinzip so lange weiterführen, wie du willst. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Machen wir es aber erstmal in der einfachsten Variante, in der kürzesten. Wichtig ist dabei auch, dass du das Ganze dann mit einem Metronom zusammen übst. Ja? Ich packe dir jetzt mal hier eins an. Moment, Sekunde. Und Tempo 60, 60 Schläge pro Minute. Drei, 4. Und die anderen beiden Licks nochmal. Und das andere.
So, ich hoffe, du hast viel Spaß mit diesen Licks beim Nachspielen, beim Einüben. Wichtig ist, wie gesagt, nochmal das rhythmische Verständnis dabei auch. Guck, dass du das Ganze mit einem Metronom, mit einer Handy-App, ganz egal, auf einem langsamen Tempo erstmal übst. Wenn das Tempo dir jetzt zu schnell war, mach das Ganze erstmal, also Tempo 60, noch langsamer und steigere dich langsam. Das ist wirklich das Wichtige, die saubere Ausführung dabei, egal welches Lick du spielst, egal ob du noch kompliziertere Licks oder einfachere Licks spielen möchtest. Da immer wirklich mein ganz dringender Tipp, mach das Ganze erstmal ganz langsam, bis du wirklich genau richtig liegst, mit der Anschlagsrichtung, mit der Präzision, dass du wirklich da die Note auch spielst, wo sie hin soll. Und Mitspielen ist immer wichtig, Spaß bei der Sache haben, aber hab da auf jeden Fall auch ein Auge auf deinen Rhythmus. Also, bei irgendwelchen Fragen, pack das einfach in die Kommentare, schick mir eine Nachricht, whatever, ganz egal. Und ich empfehle dir nochmal in der Videobeschreibung nach meinem kostenlosen Crashkurs zu schauen. Der ist nicht nur für Anfänger eine super Sache, weil da gibt es auch für Fortgeschrittene viele Tipps. Also es lohnt sich da vorbeizuschauen. Das Ganze ist absolut kostenlos. Deswegen gar keine Angst, hier kein Jamba-Spar-Abo oder sonst irgendwas. Es ist wirklich kostenlos und du kannst dich dann auch da jederzeit wieder austragen, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Also ich würde dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Das klärt einfach viele Dinge für die Technik, für die Haltung und überhaupt für das Spiel auf der Gitarre. Viele Fragen im Voraus. Insofern, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Mach's gut, ich bin der Hannes. Ciao!